7 Thesen zur Arbeitswelt 2030. Herzlich willkommen zu Future Skills, Fähigkeiten für die Arbeitswelt von morgen. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Er hat das von morgen auseinandergesetzt. Das Thema, mit dem wir uns auch hier beschäftigen, und deshalb haben wir dich eingeladen. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich spoilere jetzt einfach mal. Du hast ein Video gepostet, ein Shortform-Content, wie man neuerdings sagt. Also wie Leute es sagen, die jünger sind als wir. Und in dem hast du mehr oder weniger provokant 7 Thesen für die Arbeitswelt oder den Arbeitsmarkt von 2030 in den Raum gestellt. Und über die wollen wir gleich mal reden. Vorher ist aber die Frage, wie kam es dazu, dass du dir Gedanken gemacht hast und auf diese 7 Stück gekommen bist? Für mich war die Frage relevant, wie wird sich Arbeit entwickeln, was bedeutet das dafür, wie wir Organisationen entwickeln müssen, wie ist der Ort, an dem ich gerne arbeiten möchte, ausgestattet und so, dass es mir auch 2030 noch Spaß macht zu arbeiten. Wo du gerade gesagt hast, dass es dir auch immer noch Spaß macht und der Ort, an dem du arbeiten möchtest, der Ort, an dem du heute arbeitest, wie weit unterstützt er diese 7 Thesen schon? Oder ist das ein Delta, das du auch für dich selber aufmachst? Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich als Unternehmensberater in unglaublich viele Unternehmen hineinschauen kann. Ja, das ist immer schön. Ein gutes Gefühl dabei habe, weil ich den Organisationen, die ich begleite, helfe, den Menschen die Weiterentwicklung ermögliche. Und in der Regel funktioniert das sehr gut, ist also auch befriedigend, dass man erfolgreich ist. Und deswegen würde ich sagen, wenn ich über die 7 Thesen nachdenke, die werden weitestgehend unterstützt. Okay, ich hoffe, ich denke dran. Ich würde mich gerne, nachdem wir alle 7 mal kurz angesprochen haben oder länger angesprochen haben, nochmal darauf zurückgehen, wo du selber bei dir den blinden Fleck siehst vielleicht. Oder auch eine Einschätzung. Wo ich selber Genau. Der Schuster hat die schlechtesten Leisten. Und wir wissen ja alle, ne, wir sagen immer den anderen, ne, Tim und Per ja ein bisschen auch und ich ja auch als in der Beratung unterwegs, da muss man immer auch ein bisschen vor der eigenen Hütte kehren, ganz gerne. These Nummer 1. Geld ist Macht. Finanzielle Ressourcen bleiben ein entscheidender Hebel für Einfluss. Was steckt dahinter? Es gibt ja schon die Überlegung, wird es zu irgendeinem Zeitpunkt vielleicht bedingungsloses Grundeinkommen geben oder verändert sich überhaupt die Wahrnehmung von Geld? Man könnte es auf der anderen Seite auch sagen, Abschaffen von Geld ist die eine Seite, die andere Seite ist, es wird noch relevanter. Ich sage, es bleibt so, wie es heute ist. Geld ist Macht. Ja, bedeutet auch eine gewisse Möglichkeit und auf der anderen Seite müssen wir akzeptieren, dass ohne Geld und ohne irgendeine Wertung von der Arbeit, die wir vollbringen, auch kein Austausch stattfinden würde. Mir gehen da mehrere Szenarien durch den Kopf, die das betrifft, die Aussage. Ich finde die mega spannend. Bevor ich aber meine Thesen dann an deine Thesen anknüpfe, wollte ich einmal kurz wissen, gab es einen bestimmten Auslöser für dich, diese These zu formulieren? Gab es eine Situation, an der du das festmachst? Mich hat vor allen Dingen gewundert, dass gerade aus dem Silicon Valley von denjenigen, die künstliche Intelligenz vorantreiben, ganz häufig gesagt wird, bedingungsloses Grundeinkommen wäre relativ nah in der Zukunft erreichbar. Ja. Und das halte ich einfach nicht für realistisch. Ja? Ich würde mir das wünschen. Also ich habe ein durchaus gutes Menschenbild, positives Menschenbild und hoffe, dass das erreichbar wäre. Aber ich glaube nicht, dass es sein wird. Genau, zum Zeitpunkt der Aufnahme hat ja jüngst gerade Elon Musk auch offen darüber gesprochen, erinnere ich mich, vor ein paar Tagen, dass er da prognostiziert hat, dass in naher Zukunft eigentlich genug Geld da sein müsste. Da habe ich mich persönlich gefragt, es ist ja schon genug da. Also er könnte ja allen bedingungsloses Grundeinkommen ermöglichen.
was hindert ihn denn noch? Also müssen wir auch sagen, Leute, die viel Geld und damit ja auch Macht konzentrieren, stehen ja eigentlich jeden Morgen auf und entscheiden sich dagegen, der Menschheit zu helfen, vielleicht in der Form oder in anderer. Und bedingungsloses Grundeinkommen wurde ja vor kurzem in Hamburg auch abgestimmt, falls du das mitbekommen hast. Nee, habe ich nicht mitbekommen. Und also es gab 2 Volksentscheide und einer davon war bedingungsloses Grundeinkommen als Pilotprojekt, also als Testlauf, dass man dann zufällig Straßen auswählt, zufällig Haushalte, die dann über einen gewissen Zeitraum, ich glaube 2 Jahre, dann das zur Verfügung bekommen. Und Hamburg hat sich dagegen entschieden, tatsächlich. Selbst das linksversiffte Hamburg. Also es ist ein interessantes Thema. Für mich war auch immer die Frage, wenn wir da einmal kurz bleiben können, als konkretes Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen, welche Auswirkungen das tatsächlich haben sollte. Weil wenn du sagst, Geld ist Macht und alle bekommen jetzt einen Grundsockel an Geld, damit halt auch Macht und Möglichkeiten, als würde das nicht Macht inflationär machen, also entwerten? Oder wie verteilt sich das dann? Deine These ist, jedem steht Geld zur Verfügung und damit würde sich die Macht von Geld reduzieren. Genau, wenn du sagst, Geld ist Macht, würde ja wenn wir für jeden einen gewissen Grundsockel haben, wird das Delta kleiner zwischen den sehr Reichen und sehr Armen und damit werden die sehr Mächtigen entmachtet. Könnte das eventuell ein Grund sein, was du eingangs gesagt hast, dass das noch nicht umgesetzt wird? Ich denke es aus einer anderen Richtung. Ich denke es aus der gleichen Richtung, auf der du gerade schon mal unterwegs warst. Diejenigen, die die Möglichkeit hätten, ihre unendlichen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, dass Geld gar nicht mehr notwendig wäre. Also, dass wir nicht über bedingungsloses Grundeinkommen nachdenken müssen, was wir jemandem zur Verfügung stellen, sondern dass wir einfach gänzlich darauf verzichten, in irgendeiner Form Geld zu benutzen, um Waren einzutauschen. Weil von allen Ressourcen, die man braucht, genügend da ist. Und diese Utopie halte ich eben für nicht erreichbar, vor allem nicht bis 2030. Genau, dass auf jeden Fall bis dahin Geld immer noch einen Unterschied macht, dass wir auch eine Schere haben. Meine persönliche Sicht ist auch, dass die Schere immer weiter aufgeht. Wir werden ja auch noch über KI und den ganzen Techniktrends reden müssen gleich in deinen Thesen. Und die macht in meiner Wahrnehmung auch die Schere eigentlich immer noch weiter auf. Also 2 Beispiele dazu. Ja. Jemand, der heute sein erstes eigenes Haus kauft oder vielleicht sogar eine Wohnung. Wer kann das denn noch? Ja. Wer jemand, der sein erstes eigenes Haus kauft, warum müssen die Grunderwerbsteuer bezahlen, Notar bezahlen, mindestens 20% in der Finanzierung zur Verfügung haben, um das Haus kaufen zu können? Während diejenigen, die viel Geld haben, über diese Dinge überhaupt nicht nachdenken müssen. Warum wäre es nicht toll, wenn quasi bei der ersten eigenen Wohnung, die man sich kauft, die man nutzt für die Familie, es keine Grunderwerbsteuer gibt, es keine Notarverpflichtung gibt oder der Notar einfach nichts kostet und es auch keine Verpflichtung gibt, 20% zu haben in der Finanzierung und das Ganze einen bestimmten Zins hat? Das wäre ja super einfach zu realisieren über die KfW oder irgendeine andere Institution. Und ich glaube, wir hätten weiterhin die Situation, dass was gebaut wird, weil Wohnungen dann notwendig sind. Das ist der einzige Unterschied, den es in vielerlei Fällen macht, weil das Geld reicht ja offensichtlich aus, um über die Miete es für einen Kapitalanleger sinnvoll erscheinen zu lassen, Gebäude zu bauen. Und das Gleiche gilt, Geld ist Macht, wenn man das ein bisschen stärker in den Arbeitskontext setzt. Jemand, der nur etwas mehr als andere verdient, kann sich eine Steuerberatung leisten, kann viele der Möglichkeiten, ohne dass er in irgendeiner Form illegal ist, kann viele der Möglichkeiten nutzen, um viel mehr aus seinem Geld herauszuholen, das er sich erarbeitet, als jemand anders. Ich will gar nicht über Erbschaftssteuer oder ähnliches. Nein, auch wenn es gerade jüngst wieder Thema ist, aber da einzugreifen, das reicht ja schon, technologisch, wenn ich mir die 20 € Abo für ChatGPT, Gemini etc. leisten kann, habe ich einen ganz anderen Zugriff auf die Technologien als jemand, der das nicht kann. Wir sehen ja auch iPads und Tablets in Schulen, wer die zu Hause benutzen kann, frei, wenn sich die Kinder eins teilen müssen mit der Familie oder gar keins zur Verfügung haben, fällt man da auf die Nase.
Und naja, nochmal ganz kurz im politischen Kontext, ne? Dort, wo auch häufig negative Aspekte vom Lobbyismus unterstellt werden, ne? Ich möchte das fast gar nicht aufmachen, aber wo Vermutungen stattfinden und Theorien gesponnen werden, ist es ja auch in der Regel wohlhabende Persönlichkeiten, wohlhabende Institutionen und Organisationen, die dann halt diesen Hebel auch ausnutzen können, um zu ihren Gunsten da entsprechend zu entscheiden. Das ja. Eine weitere Konsequenz der These ist, dass, ich will nicht sagen in vielen Fällen, aber doch in einigen Fällen die Entscheidung, wo bringe ich meine Fähigkeiten, meine Future Skills, wo bringe ich mich ein, wird nicht danach getroffen, was kann ich am besten. Ich habe kürzlich einen Entwickler gehört, der zu mir gesagt, er würde gerne was in Holz tun. Warum macht er das nicht? Weil hier, bezahlt er keine interessanten Jobs. Genau. So, heißt also, Geld ist Macht bedeutet auch, wir haben nicht die beste Motivation und die besten Skills am geeignetsten Ort, sondern Geld entscheidet darüber, wo die sind. Ja, und das bringt mich auf einen anderen Bereich, auch im Arbeitskontext, und zwar die Wahrnehmung von Unternehmen, von Arbeitsplätzen. Wir merken es auch hier im Podcast-Kontext zum Beispiel gerne auch, wir können in Anführungszeichen erfolgreiche Unternehmen, ne, überschaubarer Mittelstand mit Margen, wo sich andere die Finger lecken, die werden aber nicht als nachahmungsfähig oder nachahmungswürdig oder als Beispiel genommen. So, die Hidden Champions möchte keiner halt sehen, aber sobald wir auch jemanden mit einer minimalen Marge aus dem Konzernumfeld holen, dann schreien alle so, und oh, einfach weil es prestigeträchtiger ist, weil die Summe an Geld, die dort fließt, die sich keiner vorstellen kann, das sind dann, wo die Leute dann Träume kriegen und Visionen. Aber da, wo tatsächlicher Erfolg stattfindet, aber halt absolut in einem anderen Maßstab, das bewerten wir immer noch in der Gesellschaft weniger. Ne? Anders ja auch, und da finde ich halt das spannend mit den Macht des Geld, also das wirklich auch als These in den Raum zu stellen, wenn wir darüber reden. Ne? Wir sind ja beides Penisträger, wir kriegen keine Kinder, wir werden wahrscheinlich arbeiten gehen, wenn die Frau zu Hause bleibt, das ist ja immer noch ein Thema. Und da geht die Gehaltsschere auf. So, Männer werden ganz anders angesehen in der Arbeitswelt. Ich hatte auch die Woche wieder die Diskussion, ja, das Fluchtrisiko der weiblichen Mitarbeiterin Mitte 20, ne, weil wollen wir ihr nicht eine Assistenz beiseite stellen in ihrer organisatorisch wichtigen Rolle, weil sie ja demnächst schwanger werden könnte. Ne, und solche Aspekte. Und dann kann sie halt nicht mehr Geld für uns verdienen. Und auch das gesellschaftliche Ansehen dahinter. Also da spielt ja sehr, sehr viel auch mit rein. Wenn das nicht mal nur als These für die Zukunft, aber als Leitsatz das auch zu verstehen, dass Geld Macht bedeutet, und damit komme ich dann zum nächsten Bereich und steige gerne mit ein an der Stelle, wo du möchtest. Wenn wir uns das angucken, auch im agilen Kontext, im New Work etc., wo sehr viel über Motivation gesprochen wird, über Leidenschaft, über Purpose und so weiter, verlieren viele den Kontakt oder scheitern dann intern an den Mauern der Organisation, weil sie vergessen, dass man auch Geld verdienen muss in erster Linie und dass vor allem auch vieles über diesen Treibstoff Geld und damit halt auch als Machthebel, um Dinge in Bewegung zu setzen, funktioniert im Unternehmen. Dass wir das immer noch sehr, sehr stark bewerten, aus ganz vielen Perspektiven heraus. Mein Gehirn war immer noch mit dem P-Wort beschäftigt. Also, ich kann auch... Das andere sind hodenlose Menschen. Aber gut, ja. Ja. Genau, ich möchte nämlich nicht dein Geschlecht erahnen, sondern bin jetzt physisch ausgegangen. Ja. Was ist dann der Punkt? Dass diese These, das ist nur angeschnitten mit, ne, also zum Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen, so ein bisschen auch die politische Diskussion dahinter. Aber je mehr ich jetzt drüber nachdenke, mit dir mich unterhalte, kommen da ganz viele Aspekte rein, was da alles drin steht. Also das ist so facettenreich. Und darum finde ich es schön, dass es bei dir auch als erste These genannt wird. Geld ist Macht. Punkt. Da werden wir uns nicht wegbewegen. Die Realität, wie sie ist. Ja. Solange du daran nichts ändern kannst, kannst du dich damit auch 1000-mal auseinandersetzen. Du wirst daran nichts ändern. Genau. Verschwendest Energie, aber du musst sie akzeptieren, so wie sie ist. Und das finde ich aktuell besonders spannend, wenn wir uns den Arbeitsmarkt angucken, also den Bewerberinnenmarkt auch,
Wir haben ja gerade so einen Wandel, bestimmte Themen gehen zurück. Ne? Wir haben in den letzten Folgen auch darüber gesprochen, dass Agilität wenigstens im Beratungsmarkt sehr stark abgenommen hat. Unser altes Thema im Podcast Kanban ist quasi ausgestorben in der öffentlichen Wahrnehmung. Ne? Viele machen es, viele brauchen es, aber es wird nicht drüber geredet. Es sind neutrale, technische, rationale Themen, ne? KI und Co. halt angesagt. Und diese weicheren Dinge gehen dann eher wieder in den Hintergrund, jedenfalls in der öffentlichen Diskussion. Und der Umgangston wird rauer und reduziert sich wieder auf das, was wirklich dann entscheidend ist. Und da sind wir wieder, ne? Macht ist Geld. Wer bezahlt was, wer wird anerkannt, auch durch, wie messen wir Erfolg, auch in der Familie. Ne? Wenn ich den Leuten erkläre, dass ich ein Scrum Master bin oder ein selbst ein so neumodisch, ne, wie People Manager, und da rollen meine Eltern schon wahrscheinlich mit den Augen. So, ne? Aber über Generationen, über Klassen, über Hintergründe hinweg kann ich halt mit dem argumentieren, ich verdiene halt das und das Einkommen, dann geht es dir gut, dann sind wir zufrieden. Läuft sehr schnell auf diesen gemeinsamen Nenner auch zurück. Naja, also wir müssen die Realität akzeptieren, wie sie ist. Nichts ist so sehr messbar gemacht worden wie Geld. Ja, und die beste Proxygröße. Ja, und damit ist es auch relativ einfach zu nutzen, um Dinge zu vergleichen. Wenn deine Eltern nicht wissen, was ein People Manager ist oder ein Scrum Master, wenn du ihnen dann sagst, was du unter diesem Titel an Geld verdienst, dann können sie einschätzen, ob das etwas ist, worauf sie stolz sein können. Könnte Ihnen natürlich auch erklären, dass ein People Manager schon eine sehr, sehr relevante Persönlichkeit sein kann, weil sie für viele Menschen verantwortlich ist und deswegen durchaus eine hohe Reputation genießen darf. Ja. Jetzt habe ich meinen Gedanken gerade verloren. Das war meine Absicht. Aber dann kommen wir später zurück. Du hast gerade Realität akzeptieren. Ja. Da sind wir bei der zweiten These. Permanente Krisen. Krisensituationen werden zum Dauerzustand. Krise ist Alltag. Ja, das sehen wir ja. Ne? Wir haben Corona, wir haben jetzt KI schon angesprochen, das wirft einige in die Krise, Jobs, die sich verändern, Unsicherheit, die extrem hoch wird. Ne? Wir haben gerade Entlassungswellen, in Anführungszeichen, ne? Da gibt es verschiedene Aspekte, die da reinkommen. Wie wild das Jahr schon anfängt. Ne? Venezuela, Grönland, was auch immer. Also da kommt man ja gar nicht mehr hinterher, einfach zu gucken, was gerade alles schief läuft oder quer geht. Und das ist der Status quo für viele. Und ich merke, dass sich viele da schon dran gewöhnen und damit auch lernen, umzugehen. Aber dass sich auch sehr viele damit schwer tun und deshalb auch das Orientierung geben als Berater, als Führungskräfte, aber auch als Teammitglieder dadurch umso wichtiger wird. Was steckt für dich hinter dieser These? Naja, ich mache 14 Jahre lang Beratung. Davor war ich 14 Jahre lang Marineoffizier. Ich habe Piraten vor der somalischen Küste gejagt. Ich habe die Grenze zwischen Syrien, Libanon und Israel verhandelt. Und nicht nur aus dieser Zeit, sondern heute ganz häufig begegne ich Menschen, die hoffen, das, was gerade an Veränderung, an Wandel, an Krise vor ihnen liegt, ist irgendwann vorbei. Und dann ist wieder alles gut. Und das ist eben nicht so. Also wir werden eine Welt, die sich so langsam dreht wie heute, nie wieder erleben. Wir werden nie wieder erleben, dass sich die Welt so stabil verhält wie in den letzten 30 Jahren. Oder vielleicht in den letzten 30 Jahren, vor den letzten 5 Jahren. Corona, Vollinvasion und alles, was dazugehört. Ja. Heißt also, man kann sich heute nicht mehr Hoffnung darauf machen, dass der Zustand, in dem ich jetzt gerade arbeite, der Zustand, in dem ich jetzt gerade mit meinen Kolleginnen und Kollegen erfolgreich sein will, kann und muss, dass es zu irgendeinem Zeitpunkt in einer Woche oder in einem Monat oder in einem Jahr haben wir diesen Wandel geschafft. Diese Hoffnung gibt es nicht mehr. Sondern wir wissen ja nicht, was morgen ist. Wir wissen ja nicht, was übermorgen vielleicht für einen Einfluss oder eine Erfindung oder auf uns zukommt.
Also kann ich mich nicht mehr motivieren damit, dass ich irgendwann die Bergspitze erreicht habe oder dass ich irgendwann aus dem Tal raus bin. Ich kann mich nur damit motivieren, was ich heute als Etappe geschafft habe, was ich heute mit meinen Kolleginnen und Kollegen feiern kann, was ich jetzt gerade in diesem Moment genießen kann. Ich kann nicht eine Motivation daraus ziehen, morgen ist es besser. Das klingt auf den ersten Blick total depressiv. Ja, Wenn man ich weiß aber den willst, Spin da reinbringt, dass das die Realität ist, ich habe ja auch bei der ersten These gesagt, akzeptiere die Realität, wie sie ist. Wenn ich akzeptiere, dass das der Dauerzustand ist und die nicht mehr versuche zu bekämpfen, nicht mehr das System, darauf einlassen, sondern mich darauf einlasse, dann finde ich automatisch neue Punkte, die mich positiv motivieren. Genau. Also dann kann ich wieder was finden, was Motivation fördert oder was mich motivieren kann. Ich frage mich gerade, ist das ein Stück weit auch verknüpft mit deiner These Nummer 1, Geld ist Macht? Dass in dieser maximalen Unsicherheit wir danach streben, irgendwas wieder greifbar zu machen, und dann kommt halt dieser gemeinsame Nenner, um halt irgendwie einen Orientierungspunkt zu haben. So, dann ist es halt vielleicht das Einkommen oder Geld auf dem Konto. Nee, ist es nicht. Okay. Finde ich spannend, dass du darauf kommst, und habe dann gerade so kurz in meinem Moment geprüft, ob ich irgendwo Goldreserven liegen habe, und mir ist leider keine eingefallen. Tja. Also, das ist natürlich der Zusammenhang. Ich möchte Stabilität. Ich kann das für mich persönlich nur sagen. Ich bin aufgewachsen in einem sehr kleinen Dorf im Sauerland, und lange war der Ort, wo ich aufgewachsen bin, noch als ich in den Streitkräften war, meine Basis zurückzukehren, und das hat ganz viel Stabilität gegeben. Ja. Heute habe ich mir was Neues aufgebaut, mit meinem Partner gemeinsam, ein Hof, 300 Jahre alt, den wir saniert haben. Das ist heute meine Basis. Das ist das, was mir Stabilität gibt. Ich wünsche jedem, dass er einen Ort hat, an dem er genau diese Stabilität findet. Ich glaube nicht, dass Geld die Antwort darauf ist, dass man sich stabil fühlt. Aber wir haben ja gerade bei der ersten These gelernt, Geld gibt eine gewisse Stabilität, und Geld macht gewisse Möglichkeiten offen. Genau, da ist die Macht. Ne? Also Macht das möglich. Also Geld macht sehr viel möglich, und das erzeugt halt das Macht, dass man was auch machen kann. Und es nimmt halt Unsicherheit und Angst auch raus. Ne? Die Leute, du kannst halt ruhiger schlafen, wenn du in der unsicheren Zeiten wenigstens ein finanzielles Polster hast. So, und da sehe ich schon einen gewissen Zusammenhang, dass auch dieses Streben oder die Neigung da ist, da wieder zurückzufallen, so als einzig Wahres. Finde ich interessant, dass du gerade auch Gold angesprochen hast. So, ne? Dieser Goldstandard als Idee, ne? Dass in Krisenzeiten wenigstens noch eine stabile Währung da ist oder was Wertvolles, womit man dann im Zweifelsfall handeln kann. Weil wenn wir auch am Arbeitsmarkt gucken, wo ich nicht mehr weiß, ob morgen mein Wissen von heute Wert hat, brauche ich halt ein anderes Polster. So, ne? Ich sehe da auch ganz stark die Fähigkeit zu lernen, das hatten wir auch in der letzten Folge auch besprochen als wichtigen Punkt, sodass ich gar nicht auf mein Wissen von heute angewiesen bin, sondern mich mitentwickeln kann. Und dadurch kann ich mich vielleicht auch von anderen Faktoren trennen. Aber das ist ja was wir auch in unterschiedlichen Generationen und Demografien sehen und auch Organisationen, das nicht vollumfänglich ausgeprägt ist. Weiterbildung, Ausbildung der Leute. Wir haben ja eher, meiner Erfahrung, ein Problem, vor allem auch in der Softwareentwicklung, in IT in Deutschland. Riesen prestigeträchtiger Sektor, aber es ist der Bereich, wo am wenigsten ausgebildet wird, wo am meisten ältere Leute aussortiert werden, weil sie halt nicht mehr mitmachen können, und das Wissen auch nicht genutzt wird, wie in anderen Bereichen. Dass da Mentorships entstehen, dass die soziale Aspekte mit unterstützen können, sondern du musst halt Mitte 20 sein, weil zum einen hast du halt keine sozialen Verpflichtungen und kannst eingesetzt werden bis übers rechtliche Pensum hinaus, und zum anderen hast du auch keine Ahnung von Arbeitsrecht, also wirst du auch nicht aufmucken. So, und das geht ja auch moralisch dann irgendwann in eine komische Richtung. Was ein bisschen noch zusätzlich dahinter steckt, ist, wenn es mir Hoffnung gibt, dass ich zu irgendeinem Zeitpunkt aus einer Krise heraus bin, dass ich zu irgendeinem Zeitpunkt eine Veränderung, einen Wandel hinter mir habe, dann versuche ich, diese Zukunft immer so klar wie möglich für mich zu projizieren. In Organisationen führt das dazu, dass sie versuchen, ihr Ziel, was sie für 2030, 2050 haben, so klar wie möglich für sich zu projizieren.
Sie lassen dabei nicht zu, dass es nur eine ungefähre Richtung ist, weil so viel Veränderung bis dahin noch passiert, weil so viele äußere Einflüsse kommen, weil auf einmal ganz andere Technologien zur Verfügung stehen. Also steckt hinter Krise ist der neue Alltag und das neue Jetzt auch der Punkt, nicht zu versuchen, die perfekte Projektion zu haben, mit der ich mich motiviere auf die Zukunft. Ja. Es ist also viel wichtiger zu schauen, was ist mein Step für morgen? Was ist mein realistisches Ergebnis für heute? Ja, ein Ziel sollte am besten, also jedenfalls in einer dynamischen, unsicheren Umgebung aus einer Richtung bestehen und im nächsten konkreten Schritt. Wem sage ich das? Im Scrum Master? Bin ich nicht mehr, aber ja, viele in unseren Zuschauern. Muss ich gerade denken, ich hatte nämlich auch gerade einen Kunden, wo es jetzt Anfang des Jahres um Visionsbeschreibung geht und dort arbeiten wir gerade sehr stark daran, diesen Mittelweg zu finden, weil auch das durch Fehlentscheidungen im Management in der Vergangenheit jetzt viel aufgearbeitet werden muss und das Personal auch ganz klar fordert, in dieser unsicheren Zeit wieder Orientierung zu haben. Aber das Management auch ganz klar sagt, wir können und wollen die gar nicht geben, weil sonst machen wir Versprechungen, die wir niemals einhalten werden, von denen wir heute wissen, dass es nicht passieren wird. Selbst wenn es im Rahmen des Möglichen liegt, die Wahrscheinlichkeit ist viel zu groß, dass es anders aussieht und dann wird uns das wieder vor die Füße geworfen. Ja, und da sind halt auch noch Konflikte drin und dann muss die gesamte Organisation auch lernen. Ja. Deswegen mache ich es ganz häufig so, wenn es um Strategieentwicklung gibt, einfach mal zu fragen, was hältst du denn eigentlich für eine Strategie? Was ist das? Ist das eigentlich? Und schau dir das doch mal so an, wie ein Sechsjähriger, eine Sechsjährige. Mal eine Strategie ohne Buchstaben und Zahlen. Hochspannend. Wie mein Kleinster den Weihnachtszettel. So bitte? Wie mein Kleinster den Wunschzettel zu Weihnachten. Ja, oder da kommen so ein paar einheitliche Dinge bei raus, nämlich irgendwo will man hin, irgendwo ist man, da ist was im Weg und man muss sich darauf einigen, wie man das, was man im Weg hat, überwindet. Und daraus hat sich für mich ein sehr einfaches Strategiemodell entwickelt, das heißt Horizont, Herausforderung, Haltung und Hausaufgaben. Und der Horizont ist mir erst später aufgefallen, hat auch deswegen einen guten Namen, weil er nicht sagt, es ist ein Punkt, an den ich kommen möchte, sondern ich beschreibe eine ungefähre Zukunft. Eine, die sich vielleicht auf eine bestimmte Art und Weise anfühlt. Das sind breite Projektionsflächen. Breite Projektionsflächen. Horizont, Herausforderung. Was steckt hinter der Herausforderung? Ich muss ja irgendwie einen Fokus darauf haben, auf was ich mich konzentrieren muss, um auch wirklich zu dem Horizont hinzukommen. Damit ich mich nicht verzettel in irgendwelchen Kleinstaufgaben und Details. Dafür muss ich wissen, was sind die 3, 4 großen Berge, Täler. Das heißt, da steckt Priorisierung hinter Fokus. Und auch Orientierung. Und auch Steuerung im Sinne von, sind das noch die Themen, die wir uns anschauen müssen, wenn ich das in 2 Wochen wieder angucke? Ja, und auch Zielerreichung, weil wenn wir bei dem Bild bleiben wollen, wenn ich gegen den Horizont laufe, schwimme, fahre, der bleibt sehr lange unverändert. So, die nächsten Herausforderungen, die Berge, die du beschrieben hast, die kommen irgendwann dichter. Ne? Genau. Dritte war Haltung. Was steckt dahinter? Ja, so eine Strategie kann ja sein, ich möchte, dass meine Wäsche sauber ist. Und da könnte eine Antwort drauf sein, ich kaufe mir eine Waschmaschine. Könnte aber auch sein, ich gehe jedes Mal zum Waschen in den Waschsalon. Ja? Dann kann ich überlegen, welche Herausforderungen habe ich. Naja, ich habe besonders feine Wäsche oder ich brauche ökologisches Mittel oder sowas ähnliches. Und dann geht es um Haltung. Und da spielen dann solche Dinge eine Rolle wie, ich möchte, dass das wenig Geld kostet. Ich möchte, dass es einen möglichst geringen CO2-Footprint hat. Oder ich möchte, dass ich damit auf jeden Fall so wenig Zeit wie möglich beschäftigt bin. Das heißt, das macht in anderen Worten über Rahmenbedingungen und Verständnis in der Haltung, wie ich mich positioniere und in welche Richtung ich gucke, einen gewissen Handlungskorridor auf, in dem wir dann auf die Herausforderung zuarbeiten können. Und wenn ich jetzt in einem größeren Team bin, könnte man das Guiding Principles nennen oder ähnliches. An was will ich mich halten? Machen wir es mal groß. Ich habe eine Restrukturierung, die am Horizont liegt. Ich habe gewisse Herausforderungen.
dann kann mein Prinzip lauten, keiner bleibt zurück. Mein Prinzip kann aber auch lauten, auf jeden Fall so effizient wie möglich. Gehst du an dem Punkt bis auf Werte runter oder gibt es da irgendein Abstraktionslevel, auf dem du dich da anders orientierst? Also bis auf Werte runter finde ich schwierig, weil mit einem Wert allein ist meistens nicht geholfen, weil wenn wir miteinander vereinbaren, Integrität. Welche? Genau. Intern, extern, verwechselst du das zufällig mit Authentizität oder was auch immer? Ja, also wenn ich checken würde, was sind denn die von 40 Werten deine wichtigsten und was sind meine wichtigsten, dann komme ich nicht weiter, also jedenfalls nicht auf den ersten Blick. Vielleicht mal zu gucken, was steckt für dich hinter einem Wert und vielleicht heißt ein Wert bei dir Familie und bei mir heißt der Wert Loyalität. Und wenn wir dann aber darüber sprechen, was das für uns jeweils bedeutet und ich dann sage, naja, für mich ist Loyalität, wer beim Klingelmännchen, als ich 12 war, mich nicht verraten hat, hatte ein höheres Ansehen. Du dann erklärst, es ist für mich eine riesengroße Bedeutung, dass meine Familie mich einfach niemals verraten würde, dann würde ich feststellen, da ist schon irgendwie was Ähnliches dahinter. Also muss man sich darüber unterhalten, was ist die Vereinbarung oder die Regel, auf die man sich committen kann. Wichtiger Teil des Strategieprozesses. Ja. Oder man kriegt gerade das Bild, wenn ich habe mich auch mal als Hobbyfotograf probiert und wenn du halt eine Gruppe auf ein Foto kriegen möchtest, dann kannst du nicht zu weit reinzoomen, weil sonst schneidest du Leute ab. Und genau das ist für mich immer das Verständnis von, wenn ich bis auf Werte runterarbeite, dann zoome ich zu stark rein und dann verliere ich andere. Obwohl wir das gar nicht wollen, weil wir wollen alle aufs Bild kriegen, diesen gemeinsamen Nenner. Und der liegt meistens in Erfahrung, in Narrativen, Geschichten, in das, was du als Haltung beschreibst. Ja. Das 4. sind Hausaufgaben. Was steckt dahinter? Es war lange nur 3 H und dann habe ich gemerkt, dann passiert nichts. Es muss, wie so oft. Ja, es muss, um aus Strategie auch Execution zu machen, muss es nach muss es nach Horizont, Herausforderung, Haltung auch irgendjemand geben, und das bin meistens nicht ich, der sagt, das ist jetzt das, was passieren muss, das müssen wir nachtracken, das sind die KPIs, das sind die Themen, die jetzt in den nächsten 5 Minuten wichtig sind. Und Hunderte von Kunden, mit denen ich diesen Strategieprozess schon gemacht habe. Bei dem einen Kunden ist das dann eine LOI-Liste, Liste offener Punkte, die bearbeitet wird. LOI steht für? Liste offener, LOP-Liste, Liste offener Punkte, LOI-Liste. Genau, für alle, die das nicht kennen. LOI, ja. Steht in den Shownotes. Was LOI Schreibt es bedeutet. bitte in die Kommentare, wenn wir es vergessen haben, dann schreiben wir es hinterher. Packen wir es noch rein. Oder eben auch Asana oder wo auch immer, wo dann die entsprechenden Themen nachgetragen werden. Und sonst passiert wirklich nichts. Also irgendjemand muss sich darum kümmern, dass auch wirklich was passiert. Apropos, dass was passiert, lass uns mal zum 3. Punkt gehen. Wenn ich auch ein bisschen auf die Zeit gucke, Tim meckert sonst gleich. These Nummer 3. Augmented Reality. Durch AR, Augmented Reality, verschmelzen Ort und Zeit. Das Hier und Jetzt, was die Zusammenarbeit verändert. Was meinst du damit genau? Das ist ein bisschen die konsequente Fortsetzung auch aus Krise ist der neue Alltag. Hier ist jetzt. Bedeutet, einmal natürlich ist durch Augmented Reality, Brillen, ich habe jederzeit Zugriff auf alle Informationen. Ich kann mit dir, so wie wir jetzt physisch miteinander sprechen, ja heute auch mit den unterschiedlichsten Tools super Podcast-Aufzeichnungen machen an unterschiedlichen Orten. So wie wir es heute ja auch probieren. Und machen. Aber ich habe eben nur noch den Fokus auf das Jetzt. Und ich kann auch nur mit der aktuellsten Information arbeiten. Ich kann auch nur mit dem Moment umgehen. Ich kann die Zukunft nicht mehr voraussagen. Auch wenn es viele versuchen. Bitte? Auch wenn es viele versuchen. Ja, aber Professor Dr. Burkhard Schwenker, hier auch aus Hamburg, der früher die
Roland Berger Unternehmensberatung geführt hat, hat vor einiger Zeit mal zu mir gesagt, die Wahrscheinlichkeitsrechnung funktioniert halt heute nicht mehr so einfach. Ja? Man kann nicht mehr ausrechnen, Extrapolationen, Trends und dann wird es so aussehen. Weil viele Dinge, die Einfluss auf den Erfolg von Unternehmen haben, eben nicht vorausberechenbar sind. Ja? Und wenn sie es vorausberechenbar sind, dann würde wahrscheinlich heute Nokia noch Stiefel herstellen. Oder noch Telefone. Ich finde auch schön, weil als ich mir das nämlich angehört habe, habe ich auch im ersten Moment gedacht, okay, AR ist jetzt schon, vielleicht ist das Video auch schon ein bisschen älter, weil AR, VR sind so die Hypes, die jetzt schon langsam abklingen, jedenfalls im Investitionszyklus der Mac 7. Ja, und es wird ja viel stärker in KI reingegangen und jetzt ja die nächsten KI-Themen. Aber dann verstehe ich, was du damit meinst. Ne? Und weil du Nokia und Telefon, ich meine, wir nennen das Ding ja auch immer noch Telefon oder Smartphone, Handy, obwohl es ja eigentlich ein Minicomputer ist, ne? Der uns augmented, also erweitert in unserer Realität und dadurch Arbeiten von überall möglich macht. Internetzugang, Informationen, jetzt auch mit KIs, auch Sprachassistenten auf dem Handy. Ja, und wichtig ist hierbei aber dadurch nicht in die Vergangenheit zu gehen und dann depressiv zu werden, nach vorne zu sehr zu schauen, dadurch Angstzustände bekommen, wegen der starken Unsicherheit. Oder weil halt, wir wissen nicht, was wir morgen noch an Geld haben, weil wenn Geld Macht ist, dadurch werden wir depressiv, wenn wir so weit nach hinten gucken, dass wir wirklich in dem Moment bleiben und uns damit beschäftigen, was auch jetzt ist und damit auseinandersetzen. Also welche Krise haben wir gerade, wo stehen wir da und was sind auch unsere Möglichkeiten und nicht, was wollen wir alles, sondern was können wir tatsächlich jetzt erreichen, wie du auch gesagt hast, in deinem 4H-Modell, die nächsten Schritte, die wir dann auch gehen können. Total. Hier ist jetzt. Und hier ist jetzt die 4. These. Leadership ist wichtiger denn je. Menschen suchen Orientierung und folgen starken Führungspersönlichkeiten. Das ist die Erklärung, die dahinter steckt. Leadership und Organizational Health, also wie gut und gesund ist die Organisation, ist hochrelevant in der Zukunft. Heute werden Unternehmen danach erfasst, in der Due Diligence, wie stehen ihre Zahlen, was haben sie für einen Trend, was haben sie für einen Ausblick. Ich glaube, dass wir da eine Veränderung sehen werden, dass Leadership, Führung natürlich wichtiger wird. Und es gibt nur wenige Organisationen, in denen Führung wirklich eine Relevanz hat und in denen Führungskräfte auch die Zeit haben, sich auf ihre Führung zu konzentrieren. Ich kenne nur eine Organisation, in der das der Fall ist. Darfst du die nennen? Streitkräfte. In der werden Führungskräfte in der Art und Weise, wie sie führen, ständig hinterfragt. Das ist eher unüblich im Arbeitsmarkt. Sie werden ständig weiterentwickelt. Alles, was Führungskräfte lernen, ist Führung. Keinerlei Fachexpertise. Das ist manchmal absurd, aber es führt dazu, dass sie aus einer ganz anderen Perspektive als Führungskraft auf das schauen, was ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigentlich tun. Das ist ja in dem Aspekt, unter der Perspektive sogar eigentlich nur konsequent. Es soll ja eine Führungskraft sein, also bringen wir Führung bei. Und vor allem verstehen wir, dass sie eine Führungskraft werden soll. Deshalb bringen wir es ihr bei und machen eine Weiterbildung. Und das ist ein Aspekt, den muss man mal aufpassen. Als Berater haben wir einen blinden Fleck. Wir werden ja gerufen, wenn es nicht gut läuft. Das heißt, wir gucken ja seltener in gesunde Unternehmen, wie du es benennst. Aber ich sehe sehr, sehr häufig, dass halt keine Weiterbildung, keine Ausbildung da ist für Führungskräfte. Und dass Leute wegen operativer Leistungen in die Führung gehoben werden. Total. Peter-Prinzip, auch wenn es widerlegt ist, aber die Idee dahinter. Und dann ärgert man sich, dass sie nicht führen können. Ja, wie auch. So, Sie waren als schön hier Individual Contributor, haben sie halt Leistung gebracht und auf einmal müssen sie aber mit einer Gruppe umgehen und nicht mit sich selber. Und dieses Umdenken, mein Lieblingsspruch an der Stelle ist immer, wenn du das Orchester leiten möchtest, musst du dem Publikum den Rücken zudrehen. So, das heißt, dein Motivator muss ein ganz anderer sein als in der Vergangenheit. Und das, an dem du dich vorher gemessen hast oder du gemessen wurdest, muss auch wandeln. Und das
können wir den Leuten nicht alleine zutrauen. Da bin ich völlig bei dir. Und die Frage ist eben auch, messen wir Unternehmen nur daran, wie erfolgreich sie heute sind? Oder müssten wir Unternehmen nicht auch daran messen, welches Potenzial sie mitbringen, auch übermorgen oder in einem Jahr oder in einem Jahrzehnt noch erfolgreich zu sein? Beißt sich das nicht mit deiner Aussage von eben, hier ist jetzt? Ja, also wenn die Thesen alle widerspruchsfrei sind, dann wäre ich nicht hier. Nee, okay, dann spiele ich dir nochmal einen anderen Ball zu, weil ich glaube, also es muss sich nicht widersprechen. Es ist im ersten Moment, hört sich das ja so an, aber du hast ja jetzt eben, da habe ich darauf geachtet, gesagt, das Potenzial, und das ist ja ein Jetzt-Zustand, der mir auch Danke, dass du mir hilfst, meine Thesen zu bestätigen. Das ist mein Job hier. Wir müssen ja die Gäste gut aussehen lassen. Und ich meine, warte, du atmest, das muss raus. Das muss mal husten. Ja, kein Problem. Sehr, sehr schön. Ich spiele dir mal den Ball für deine Thesen zu. Oh Mann. Ja, wir können dich ja jetzt hier nicht einladen und dann platt machen. Und ich meine, das könnt ihr auch. Das war der erste kleine Schnitzer bisher von dir, wenn man das überhaupt so nennen kann. Und den würde ich gerne nochmal aufgreifen, weil ich finde ihn ganz spannend, wo du sagst, das Potenzial. Das ist nämlich in vielen Aspekten, zum Beispiel auch in Bewerbungsprozessen, immer noch ein Rätsel für mich, warum das nicht stärker aufgegriffen wird. Die Leute gucken immer noch danach, was hast du in der Vergangenheit geleistet, und gehen davon aus, dass du das in unserem komplett anderen Kontext in einer komplett neuen Krise, weil Zeit ist ja, wieder leisten kannst, aber sie bewerten nicht das Potenzial, ob du bei uns anwachsen kannst. Es ist ein sehr super, super schönes Bild. Natürlich ist das so, wenn ich irgendwo eine Pflanze rausnehme, dann kann ich sie auch in einer anderen Erde einsetzen und sie wird genauso funktionieren wie vorher. Ich klaue mir jedes Jahr Sonnenblumen vom Feld für meinen Kellerabteil. Und das ist schön. Hervorragend, oder? Es funktioniert blendend. Genau, das ist genauso, wie wenn ich mir die High-Performer aus dem Nachbarunternehmen nehme und bei mir in meine Bumsbude reinsetze. Ja. Kann nur gut gehen. Ja. Vor allem, wenn ich keine Unterstützung für Führungskräfte gebe. Ja. Das Potenzial natürlich, was da drin steckt, wenn man darüber nachdenkt. Also die Frage wird immer relevanter, ist das Unternehmen in der Lage, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern noch eine gesunde Heimat zu bieten, auch in der Zukunft. Ja. Ist natürlich auf den ersten Blick ein Widerspruch zu hier und jetzt. Ja? Ist das, was relevant ist. Aber das strahlt ja auf heute aus. Das hat ja heute schon eine Bedeutung. Und ich will ja heute wissen, ist das Unternehmen auch in 10 Jahren oder sagen wir mal kürzerer Zeitraum, in 2 Jahren noch gesund. Und ich glaube eben, wenn man sich heute anschaut, wie wird ein Unternehmen geführt? Wie geht ein Unternehmen mit Diversity um? Wie geht ein Unternehmen mit Gleichstellung um einen speziellen Aspekt von Diversity noch einmal besonders herauszustellen? Wie geht ein Unternehmen damit um, wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewertet werden, wenn man das alles so ein bisschen als Organisationsgesundheit bezeichnen würde? Und wenn man dafür auch einen Index hätte und dann gucken würde, okay, wie hoch ist der, dann glaube ich, kann man den Erfolg des Unternehmens in 1 bis 2 Jahren daraus ableiten. Ich glaube, dass Unternehmen, die heute eine hohe organisationale Gesundheit haben, These jedenfalls, auch in weiteren, späteren Jahren sehr erfolgreich sein werden. Da bin ich völlig bei dir. 2 Aspekte, die das für mich unterstützen. Wir haben es gesehen bei Corona. Die Unternehmen, also die erste große Krise jetzt in der Zeit von mehreren globalen großen Krisen, die Unternehmen, die gesunde Teamstrukturen hatten, nicht mal nur ganze Unternehmen, aber Teamstrukturen, die sind mit dem Homeoffice problemlos gefahren. So. Wo ich gemerkt habe, die straucheln wirklich, waren halt die, wo das jetzt offensichtlich wird, dass sie schlecht geführt werden, toxische Umgebung haben, etc. Also wer im Büro abhimmelt, macht das auch zu Hause, und dann wer das denen im Büro vorgeworfen hat, macht das auch im Homeoffice erst recht. Multipliziert sich nur. Genau, das macht es nur sichtbarer und es rostet halt schneller in der Sonne. Aber während der Corona-Zeit
ist halt schlechte Führung offensichtlicher geworden. Genau. Weil in der Corona-Zeit hat es nichts geholfen, wenn du gesagt hast, deine Tür ist immer offen. Ja. Ja? Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Ja, genau, und das spielt da, glaube ich, schön rein, ne? Dass wir da und dann dagegen gesehen haben, die Teams, die gesund sind, die gehen auch durch so eine Situation ganz anders um. Ne? Also ich gehe auch als gesunder Mensch anders mit Erkältung um in der Regel, als wenn ich sowieso schon angeschlagen bin. Ne? Da zieht mich das noch ganz anders runter. Und ein anderer Aspekt, jetzt habe ich wieder meinen Faden verloren, ne? Kann ja gar nicht sein. Den kriegen wir gleich wieder. Was wollte ich denn sagen? Einen anderen Punkt, den ich aber noch ansprechen wollte, ich finde das ganz spannend, auch mit deiner ersten These wieder. Ja, Tim, ich höre dich atmen, wir sind in der Zeit. Du kommst noch zu deiner Tochter heute. Er ist happy. Nee, das sind die beiden Daumen, dass es genau ist, was er sagen wollte. Aber wir haben noch drei Thesen vor uns. Alles gut. Ist nämlich auch wieder, worüber ich gerade die ganze Zeit so parallel nachdenken muss, deine erste These mit Geld ist Macht. Und was nehmen wir als Erfolgsfaktoren? Wenn wir uns nämlich Führung angucken, sehe ich witzigerweise vor allem an der Börse als plakatives Beispiel, wenn die Führung wechselt, dann brechen die Kurse aus. Die Börse hat das witzigerweise verstanden irgendwo, dass das ein riesiger Faktor für den Erfolg des Unternehmens ist und damit auch eine Neubewertung des Kurses vornimmt. Ich sehe das immer wieder, dass wir ganz große Bewegungen haben und dann eine News dazu, eine CEO ausgewechselt und auch nach oben, wenn halt runtergewirtschaftet wurde und dann wurde die Führungsriege ist zurückgetreten, alles klar. Oder ihnen wurde auf die Finger gehauen, weil sie Mist gebaut haben und so weiter. Aber dann operativ in den Unternehmen sehen wir das ganz selten, dass dort wirklich die Verantwortung gesucht wird und die Wichtigkeit gesehen wird, bis es dann zu spät ist. Und jetzt habe ich meinen Faden wieder gefunden. Wir sehen auch bei Kunden sehe ich es ganz häufig, dass wir uns heute, hier ist jetzt, mit den Fehlentscheidungen des Managements von vor 1-2 Jahren, weil die strategische Tragweite jetzt erst erledigt ist, weil wir jetzt erst den Horizont tatsächlich langsam erreicht haben, der damals irgendwie falsch angepeilt wurde. Mein Lieber, danke, dann besteht es doch genau das, was ich gerade gesagt habe. Führung ist total relevant. Ja. Die Gesundheit der Organisation von morgen ist die Führung von heute. Definitiv. Also bin ich völlig bei dir. Vielleicht muss ich an der These noch ein bisschen tweaken. Und die These muss einfach lauten, die Gesundheit des Unternehmens ist die Führung von die Gesundheit der Organisation von morgen ist die Führung von heute. Ja. Oder andersrum der Spin, wer heute gut führt, hat morgen eine gute Organisation. Genau, und wer sich auch gut führen lässt und geführt wird, ich denke gerade auch an Bewerbungsprozesse, dass ich mir konkret angucken sollte, nicht welche Benefits, Geld ist Macht, welche Gehaltsstruktur, sondern tatsächlich, wer wird meine Führungskraft und die Löcher, welche Haltung sie hat, um zu entscheiden, ob ich hier in 1-2 Jahren noch sein will, weil daran kann ich am besten ablesen, ob es ein toxisches Umfeld ist. Sehr gut, dann würde ich sagen, ein Future Skill ist, lasse ich mich gut führen. Ja. Und Führung auch. Ne? Wir wollen mal die Verantwortung ein bisschen aufteilen. Aber es ist ganz klar, bei der Führung hier in die Verantwortung zu gehen, das auszustrahlen, aber gleichzeitig auch bei den Bewerberinnen das abzuklopfen und da nicht blind reinzugehen. Ich finde es immer spannend, wenn sich Leute in meinem Umfeld dann beschweren, dass ihr Job so scheiße ist und sie unglücklich sind, ohne jetzt den Namen zu nennen live. Muss ich mich gerade zurückhalten, hat mir fast einer rausgerutscht. Und dann aber, ja, was machst du denn dagegen? Und hast du das nicht sehen können? Und im Gespräch kommt dann raus, na ja, aber meine Führungskraft macht das ja so und so. Oder auch der alte Satz, die Leute kündigen nicht den Job, sondern kündigen halt die Führungskraft. Ja, oder positiv formuliert, sie arbeiten nicht für ein Unternehmen, sondern für einen Menschen. Ja. Vielleicht eine halbe These aus meiner Richtung jetzt. Ich glaube, da angeknüpft, dass auch viele Unternehmen suchen, das, was sie in der Vergangenheit so im Überfluss hatten, das sind sogenannte High-Performer. Und eine Idee dahinter ist, warum sie die nicht mehr finden, ist, weil die vor allem beschleunigt durch die Krisenzeit, weil das macht vieles sichtbarer, schneller sichtbarer. Die lassen halt nicht so mit sich umgehen. High-Performer wissen, wie Performance aussieht, bei sich selber, beim Unternehmen, aber auch bei der Führung und wählen mittlerweile halt ganz anders aus. Das heißt, das sind gar keine Einhörner, die irgendwie als mythologische Kreaturen ausgestorben sind oder nie existiert haben, sondern es ist für High-Performer einfacher aktuell, durch vor allem auch sowas wie die Krisen, die wir haben, zu identifizieren, was ihnen wichtig ist und wo sie sind. Am besten aufgehoben sind.
These eine geschlossene Frage, deswegen kann nein, ist auch, ich möchte auch mit Blick auf die Zeit einfach zur These Nummer 5. Er ist ganz schön hektisch heute. Soziale und kreative Kompetenz. Wir schaffen noch die 2 Stunden, das ist kein Problem. Soziale und kreative Kompetenz. Diese menschlichen Fähigkeiten gewinnen massiv an Bedeutung. Ja, also das hängt jetzt mit den weiteren Thesen ein bisschen zusammen. Machen wir die beiden folgenden Thesen noch mit dazu. Genau, Nummer 6, Daten werden unwichtiger und Nummer 7, Verhalten und Interaktion. Dadurch relevanter. Also nochmal gemeinsam, Kreativ- und Sozialkompetenz gehen hoch. Wesentlich relevanter. Kognitive Fähigkeiten allein oder Daten werden irrelevanter, weil sie praktisch unendlich zur Verfügung stehen und sofort abrufbar sind. Da möchte ich gleich reingehen, weil das ist ein spannender Punkt. Ja. Und das alles zusammen bedeutet, dass die Interaktion und das Verhalten miteinander wesentlich relevanter werden. Ja? Die 3 hängen sehr eng zusammen, so wie die ersten 3 auch ein Stück weit zusammen hingen und die mittlere als Führung, Organisation quasi dazwischen. Wobei man ja auch, und gleichzeitig könnte man aber auch die Führung mit als Sozialkompetenz sehen. Also das spielt ja sehr viel rein. Vor allem, wenn du gezielt Führung nennst und nicht Management, administrative Aufgaben. Und wir haben bei Führung aber gerade festgestellt, dass sich auch führen lassen. Ja, Folgen, ne? Führen und Folgen sind die wichtigen Paare. Und eine kreative Leistung. Ich habe jetzt sehr lange auch in einem Agentur- und Kreativumfeld gearbeitet. Ich bin jeden Tag wahnsinnig beeindruckt davon, wenn Menschen auf Knopfdruck kreativ sein können. Künstlerisch kreativ, in Textform, in der Form von Bildern, in der Form von Anmutungen oder was auch immer. Auf Knopfdruck kreativ zu sein, wahnsinniges Skill. Ja. Aber Kreativität heißt ja auch, sich Gedanken darüber zu machen, was könnte eine Lösung sein für die Herausforderung, die ich gerade vor mir liegen habe. Was könnte ich und wie könnte ich vor allen Dingen out of the box denken? Wie kann ich ein neues Verfahren anwenden? Gibt es vielleicht eine einfachere Lösung, Themen anzugehen? Gibt es eine Möglichkeit, das, was ich gerade vor mir liegen zu habe, vielleicht auch einfach mit einem Workaround zu umgehen? Ja? Kreative Kompetenz. Sozialkompetenz. Ich habe eben bei den anderen Thesen schon mal gesagt, Diversity. Meine tiefste Überzeugung ist, wenn ich nicht weiß, wie die Zukunft aussieht, hilft mir keine Uniform Taskforce, die Antwort zu finden auf das, was vor mir liegt. Wenn ich loslaufe und ich habe nur Menschen dabei, die genauso sind wie ich. Ich habe nur Menschen dabei, die die gleichen Skills haben wie ich. Schön, die gleichen Ansichten und es kommt etwas, was ich nicht lösen kann. Dann kann es auch niemand anders lösen. Wo soll es herkommen? Und deswegen war das größte Kompliment, das einer meiner Kunden mir gemacht hat, was für ein bunter Haufen. Ja. Was bedeutet das? Ich habe manchmal vielleicht auch eine Antwort dabei, die nicht effizient ist, weil sie gerade nicht die richtige Antwort ist, weil die richtige Frage noch nicht da ist, sondern die passende Frage dazu. Unknown Unknowns. Deswegen sage ich, Sozialkompetenz, also auch die Kompetenz, nicht nur empathisch zu sein, wenn ich auf jemanden treffe, der genauso ist wie ich, da ist ja Empathie total easy. Ja, empathisch ist ja erst der Moment, in dem ich auf jemanden treffe, der anders ist als ich, der ein anderes Verständnis hat, der andere Werte hat, mit dem ich versuche zu matchen, obwohl oder gerade weil er anders ist oder sie. Da steckt so viel drin, ich muss gucken, was ich noch besprechen möchte mit dir hier, weil alles kriegen wir, glaube ich, nicht unter. Aber den letzten Punkt möchte ich auf jeden Fall rein. Ein großes Problem, was mir in den letzten Monaten noch immer wieder nahegetragen oder generell ja auch publikumswirksam
diskutiert wird, ist die nächste Generation oder generell demografische Unterschiede. Da sind wir auch wieder bei Führung. Ne? Also, dass halt die Arbeitsmoral nicht mehr da ist wie bei uns oder dass halt die Werte sich verändert haben und so weiter. Und das geht ja genau in die Richtung, die du ansprichst. Wenn ich eine homogene Gruppe habe, das ist ja schön und gut, das ist alles easy peasy und harmonisch und ne, da ist die Führung auch sehr einfach, weil wir alle gleich denken, in die gleiche Richtung laufen. Aber mit der Gruppe werden wir sehr wahrscheinlich nicht die aktuellen Probleme und auch nicht die Krisen bewältigen. Alleine schon, weil die Dynamik des Problems ja auch eine gewisse Dynamik in der Lösung bedingt. Das heißt, ich brauche ein heterogenes Grüppchen, einen bunten Haufen. Und da muss ich auch wieder in der Lage sein, also die sozialen Kompetenzen zu haben, das auch führen zu können und auch innerhalb dieser Gruppe agieren zu können, ohne mich auf den Schlips getreten zu fühlen oder angegriffen. Also, ich bin bestürzt. Ja? Schade. Wirklich. Ich beobachte genau das Gegenteil. Spannend. Die jüngste Generation ist die Generation, die am wenigsten Social Media nutzt. Deren Trend am stärksten in die Richtung zeigt, dass die aus der Social Media Thematik am stärksten wieder aussteigen. Okay. Ist die, sorry für den Finger, ist diejenige, die super gezeigt hat in der aktuellen Wehrpflichtdiskussion, dass sie politisch hoch engagiert und motiviert ist die Generation, die mit Fridays for Future, es mag uns gefallen oder nicht, dass die Straßen... Aber sie haben das Recht, von ihrem Recht Gebrauch gemacht und in dem Rahmen der Möglichkeiten das ausgenutzt und sind politisch geworden, ne? Was wir halt, was andere, ne, auch meine Generation, gut, ich bin auch mit auf die Straße gegangen zu der Situation, aber also als ich so alt war, wie viele der Schüler dort, war das für mich überhaupt kein Thema. Ne? Also da bin ich politisch anders geprägt. Und nur, dass wir da dieses Missverständnis, weil du sagst, das ist so ganz anders, nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Das ist was ich wahrnehme, was viele als Problem identifizieren. Ich bin da überhaupt nicht der Meinung, ich bin völlig auf deiner Seite. Ich sehe das nicht. Genau andersrum. Ich habe sehr viel Verständnis für die demografischen Unterschiede und kann bei allen Generationen, alleine diese dumme Idee von Generation, dass sie marketingtechnisch so aufbearbeitet wurde und das so anklang, das ist aber vom Konzept her schon Blödsinn, aber das ist fast für eine andere Sendung. Aber dass diese Unterschiede alle nachvollziehbar sind aus der jeweiligen Perspektive und dass sich dieses negative Auseinandersetzen damit, das kann ich nicht verstehen. Vor allem, weil wir es auch unter dem Aspekt deiner Hypothesen ja auch offensichtlich brauchen. Also für uns ist es offensichtlich, dass wir das brauchen. Unterschiedliche Herangehensweisen. Und da sollte ich eigentlich auch das eher begrüßen, dass jemand anders denkt als ich, andere Werte mitbringt und eine gewisse Reibungsfläche, Konflikt ist vielleicht zu hart, aber eine Reibungsfläche auch dadurch entsteht, weil nur das bringt mir die Möglichkeit, überhaupt Probleme zu lösen. Wenn alle immer nach meiner Pfeife tanzen oder mir nach meiner Meinung reden, damit kommen wir in der Krise nicht weiter. Das muss mir ja klar sein. Ja, und wenn ich mir nur eine Dimension von Vielfalt anschaue, dann kann es natürlich sein, dass dadurch eine Diskrepanz entsteht. Wenn ich mir aber mehr Facetten als nur eine, also nicht nur das Alter, sondern alle anderen Dimensionen auch anschaue, dann werde ich schnell feststellen, natürlich gibt es in der jüngeren Generation solche und solche. Die gibt es in jeder Generation. Das ist nämlich der Punkt, genau. Es gibt immer 1% Arschlöcher und 10% Idioten da draußen, das sieht man im Straßenverkehr. Da widerspreche ich hart. Nein, das ist meine Erfahrung, 10% aller Fußgänger, 10% aller Autofahrer, 10% aller Radfahrer sind einfach nicht aufmerksam und machen Ich glaube, das ist was anderes. Okay. Ich glaube, niemand steht morgens auf und denkt, heute bin ich Arschloch. Darum sage ich, das ist maximal 1%, wenn überhaupt. Also, dass jemand Absicht hat, die meisten... Also es gibt 3 gerade weltweit, die Arschlöcher sind. Ja, genau, aber okay. Die meisten sind einfach nur dumm oder unaufmerksam, was ich auch in die Ecke stellen würde. Das ist nicht, ich stehe morgens auf und heute will ich jemanden mal so richtig anpissen. Nee. So steht niemand auf. Sehr, sehr wenige, genau. Da bin ich völlig bei dir. 3. 3 Leute? Ja. Okay. Die du kennst. Ja, du auch. Tja, einer heißt Trump, der andere heißt Putin und der nächste heißt Xi Jinping. Ja. Soziale Kreativität. Ein anderer Aspekt finde ich da super spannend und auch
scheinbar paradox, weil das also Kreativität einleuchten, wenn wir uns vor allem angucken, unser Hassthema hier im Podcast, jedenfalls von mir, aber auch von Per weiß ich auch, wir müssen immer über KI reden, weil das gerade das große Thema ist und alle betrifft, aber wir haben keinen Bock mehr über KI zu reden, weil alle über KI reden. Aber hier passt es für mich ganz gut rein, weil es auch zeigt, wir brauchen die großen Datenmengen und darum sind Daten immer noch wichtig und relevant und wertvoll, weil du sie brauchst, um KI-Modelle zu... Wir reden über 2030. Aber hier und jetzt. Okay. Und dann kommen wir auf 2030. Ja, also ganz kurz. Hier und jetzt. Genau, hier und jetzt. Und da ist es dann spannend zu gucken, wird sich das verändern, weil ich kann alles generieren lassen auf Basis der Daten, die wir heute haben. Das heißt, was nicht funktioniert von den KIs heute, ist Kreativität. Sie können nur reproduzieren. Erstmal, das ist der Stand der Technik. Das heißt, Kreativität... Sie können halluzinieren, das ist auch eine Form von Kreativität. Ja, aber okay, da ist sogar noch eine gewisse Grauzone. Aber das, was wir meistens auch im Arbeitsumfeld als Kreativität bezeichnen, das kommt immer noch von Menschen. Da ist auch der soziale Aspekt, weil wir wollen immer noch nicht nur mit Maschinen reden. Ich fand es auch so spannend, die Berichterstattung jetzt gerade von der CES. Alle haben Roboter an den Ständen und wollen uns das verkaufen, dass das so ein geiles Ding ist. Und alle Reporter haben unisono gesagt, ich will sowas nicht in meiner Küche haben. Also es ist ja spannend zu sehen, aber die fallen alle um, die brennen mir doch in Eier. Also da kann ja mein Zweijähriger besser die Wäsche falten. Naja gut, es wollte auch keiner das Auto, was die Frau Benz von A nach B gefahren hat, in Nürnberg, glaube ich. Ja, und Elektrizität wollte keiner haben und so weiter. Und Kutschen ohne Pferde fanden die Leute auch nicht so. Ja, und gleichzeitig gibt es auch viele Technologien, die wir heute vergessen haben oder wegspielen, weil sie halt nicht mehr relevant sind, die dann auch zu mit Grund nicht relevant geworden sind. Wir haben jetzt eventuell ja auch noch Survivor Bias damit drin. Aber ich bin auf jeden Fall erstmal dabei, Kreativität und soziale Kompetenzen wegen dem aktuellen Stand der Technik, ja. Das bringt mich aber auch dazu, wenn das eine Kraft ist, auch eine These, dann sind Daten extrem wichtig heute, weil wir diese Modelle erzeugen müssen. Und es gibt viele Beispiele, die mir in den Sinn kommen, wo nicht genügend Daten da waren und deshalb diese Technologien nicht sauber aufgesetzt werden konnten. Und wenn man auch sieht, wie viele Daten geklaut werden und wie wir Rechtsprobleme und so weiter. Alles hundertprozentig zu. Aber es sind meine Thesen zur Arbeitswelt 2030. In der Arbeitswelt 2030 verlieren Daten ihre Relevanz, weil für jeden jederzeit alle Informationen zur Verfügung stehen. Natürlich haben wir heute die Herausforderung, dass ich würde sagen, 99,9% der Unternehmen ist ja nicht mal dran geschrieben, ob das die richtige Version ist von der PowerPoint-Präsentation. Oder welche Version die richtige, ja. Also das steht nicht im Dokumentnamen, wenn überhaupt der Dokumentname irgendetwas über das Dokument aussagt. Ja, also, und wenn die Datenstruktur so schlecht ist, dann können wir hoffen, dass bis 2030 Metadaten es uns ermöglichen, da vielleicht noch ein bisschen schlauer zu sein. Aber heute schon könntest du mir irgendeine Frage zu einer Future Skill stellen und ich könnte auf meiner Uhr oder auf meinem iPhone oder auf was auch immer mir die in Mikrosekunden einmal kurz einen Blick darauf werfen und schauen und hätte Ahnung von dieser Methode und könnte das entsprechend ableiten. Ja. Das bedeutet aber für mich, wenn das so ist, dass Daten an sich weniger relevant werden. Ich sage nicht irrelevant, sie werden weniger relevant. Und da frage ich mich gerade, ob das ein Berufsrisiko ist, das wir eingehen. Jetzt wir beide im Beratungsumfeld, wie unser Job ist es, Informationen auch zu transferieren, transferfähig zu machen. Wenn dein Arbeitsverständnis als Berater ist, ich bin derjenige, der die schlauen Impulse reinbringt, dann wird es wahrscheinlich dein Tod sein. Genau, wenn wir uns nämlich andere Berufsgruppen oder auch Demografien angucken, dann das ist nicht mein Arbeitsverständnis. Ja, okay, aber ich möchte trotzdem provokant unterstellen, dass dir das wahrscheinlich aufgrund deiner Arbeitserfahrung leichter fällt, damit umzugehen. Und meine Frage ist, ob wir da nicht die falschen Schlüsse draus ziehen oder wirklich die Schlüsse ziehen können, dass es unwichtiger wird, wenn ich mir angucke, dass die meisten Leute aber tatsächlich sehr, sehr viel Schwierigkeiten haben im Umgang mit KIs und eher davon überfordert sind mit der Menge an Daten. Da frage ich mich halt, also als einzige These bei dir, ob das
ob das in der Breite so passt. Ich verstehe sie so, wie du sie formulierst, aber ich kann mal ganz viele Aspekte ran. Ein anderer ist auch die rechtliche Grundlage. Wenn wir es wirklich schaffen sollten, uns rechtlich mit KIs und auch den Trainingsdaten auseinanderzusetzen, könnte es genau umkippen bis 2030. Dass du dann, dass Daten um sie wichtiger werden, weil du Daten besitzen musst, um überhaupt die Technologien nutzen zu können, weil wir wirklich hart ins Urheberrecht etc. reingehen. Ja, aber ich verstehe die These total. Ich verstehe sie auch als richtig gute Gegenthese, ohne dass mir das zustünde, das zu bewerten. Ach, völlig in Ordnung, nehme ich mit. Die Zeit bis heute hat uns gelehrt, dass der Zugriff auf Daten immer weiter commoditized wird. Wird Massenware, ja. Und jetzt greift nicht nur Google, irgendwelche anderen Suchmaschinen, irgendwelche anderen Aggregatoren darauf zu, sondern künstliche Intelligenz. Das, was heute noch nicht gescannt ist, das wird sukzessive gescannt. Ja? Jetzt kann man natürlich sagen, okay, dämme deine Daten ein, dann hast du erstmal nur exklusiven Zugriff darauf, verstehe ich auch. Da wird der Wert der Daten natürlich höher. Keine Frage. Wer heute exklusiven Content durch eigene Kreativität produziert, der ist wertvoll. Für die Arbeit, also für das, wie wir miteinander arbeiten, wie wir 2030 miteinander an irgendwelchen Produkten unterwegs sind, wie wir miteinander umgehen. Da werden Daten weniger relevant sein, weil sie omnipräsent zur Verfügung stehen. Wahrscheinlich haben wir irgendwelche Devices, die selbst einen Bildschirm nicht mehr notwendig machen. Ja? Das ist ein spannendes Feld, weil ich komme gerade jetzt dann auf bestätige das und knüpfe dann an mit einem anderen Szenario und merke aber, dass wir dann eventuell aneinander vorbeireden. Darum finde ich, also die These, wie gesagt, so wie du sie erklärt hast, in dem Korridor bin ich da völlig dabei. Wenn man das aber einmal auffaltet, tatsächlich der Punkt Wert von Daten, auch auf unterschiedlichen Ebenen, finde ich es hochdiskutabel. Und ich glaube, und da glaube ich auch eher, dass das schwierig wird vorherzusagen, beziehungsweise dass wir da sehr unterschiedliche Bereiche geben. Also bestimmte Daten werden, oder in bestimmten Szenarien werden Daten immer wertvoller. Ich formuliere es anders. Ja, gerne. Bei Geld ist Macht waren wir uns einig. Ja, passt so. Finde ich gut. Das ist ein universelles Kriterium zur Einschätzung von Menschen. Das kann man mögen oder nicht. So. Wissen wird keins mehr sein. Daten werden keins mehr sein. Weil jeder von uns, also ich möchte nicht kleinreden, auf keinen Fall, dass ein Maschinenbauer, ein echter Ingenieur. Genau, richtig, nicht die Software-Engineers. Richtig. Ich habe es gesagt. Ja. Der hat sich diese Fähigkeiten und Fertigkeiten ja auch angeeignet. Aber ganz grundsätzlich kann ich heute, also ich will nicht behaupten, Schreinerarbeiten so durchführen wie mein Vater, der mal Schreinermeister gelernt hat. Aber ich kann bei YouTube nachschauen, wie kann ich mein Parkett retten. Ich kann bei YouTube nachschauen. Das Grundniveau ist also, ne? Also und das kann ich ja weiterdenken. Das heißt also, ich verstehe schon, wo deine These herkommt. Heute habe ich häufig, sogar als Führungskraft, Informationsvorteil durch Informationszurückhaltung. Das wird nicht mehr möglich sein. Es ist ja heute schon so, sprich im Unternehmen über etwas, sei dir klar, dass du die Öffentlichkeit ansprichst. Sprich außerhalb des Unternehmens über etwas, sei dir klar, dass du deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ansprichst. Daten werden weniger relevant. Ja, ich versuche gerade das anders zu formulieren, weil ich glaube, oder der Gedanke, der sich mir gerade vom Daten an sich, also Big Data, wird weniger relevant, weil, wie du es auch gerade angesprochen hast, dass der inflationäre Gebrauch halt das Ganze entwertet. Also du kommst an alles ran. Also so drin, ja. Zu wissen, welches Datum ich brauche
dann die richtigen Daten zu haben, um dort Wissen zu generieren. Und zwar auf allen möglichen, um Probleme zu lösen, um Krisen zu bewältigen, aber auch alleine im Marketing Retargeting zu beschreiben. Also wenn ich weiß, dass du gerade auf Haussuche bist, dich gezielt anzuschauen, das wird immer wertvoller, weil auch der Markt immer voller wird und weil wir versus Big Data, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Und das ist, was mich gerade in Gedanken umtreibt. Also ich bin völlig bei dir, dass Daten an sich, Massen an Daten zu haben, komplett im Wert verfallen wird, aber diese Filterung zu wissen, genauso wie es heute immer noch wertvoll ist, zu wissen, wonach ich googeln muss. Auch wenn wir an alle Informationen rankommen, die meisten scheitern genau da. Sie wissen nicht, welche Frage sie stellen sollen, die Unknowns. Wir wissen nicht, was wir nicht wissen. Da hilft Gemini heute aber schon deutlich. Wenn du damit umgehen kannst, und da sind wir dann wieder bei der Schere auch, die Geld ist Macht, und wir dürfen nicht von unserer Technikaffinität auf die breite Masse gehen, auch nicht für die Arbeitswelt von 2030. Ich behaupte, zum Wohle der Diskussion, ich stimme da, also für den Podcast stimme ich auch schon zu viel mit dir überein eigentlich, aber um Diskussion voranzutreiben... Dann müssen meine Thesen besser werden. Zum Wohle der Diskussion. In der breiten Masse werden wir auch den Umgang mit KI in 2030 noch nicht sehen. Es wird genug Leute geben, die ja immer noch Angst vor haben, wo sich das nicht durchgesetzt hat. Und wir werden aber die paar ausstellen. Nein. Ja? Sie werden gar nicht merken, dass sie damit umgehen. Wir erinnern uns doch bitte alle an den Call von Google beim Friseursalon. Ja. Ich bin eher der Meinung, es müsste eine universelle Weltregel geben, dass sich KI zu erkennen gibt. Da sind wir bei den rechtlichen Sachen, ja. Da muss viel passieren. Wie möchten wir denn, also Gott sei Dank fangen ja einige der bildgebenden künstlichen Intelligenzen an, ihre Bilder zu kennzeichnen. Aber du kannst heute schon in der einen KI ein Bild generieren, wo die andere KI nicht mit 100%iger Sicherheit sagen kann, ob das ein entsprechendes mit künstlicher Intelligenz hergestelltes Bild ist. Und das ist ja nur mit der Zugriffsmöglichkeit, die du und ich haben. Für mich heißt das aber auch nur die Ableitung der nächsten These, nämlich Verhalten wird dadurch wesentlich zentraler. Ich habe dabei eine Person im Hinterkopf 2030, nur um den Gedanken hinter diesen 3 zusammenhängenden Thesen nochmal zu sagen. Sozial- und Kreativkompetenz, hoher Wert, weil Kognitives an Bedeutung nachlässt, aber Interaktion, also alles, was haptisch ist, alles, was emotional ist, nimmt an Bedeutung zu. Das heißt also, wir nehmen uns vielleicht sogar ein bisschen ernster in unseren Gefühlen und Emotionen 2030, als wir es heute tun, weil es uns menschlicher macht. Ja, bin ich hin und her gerissen, aber wo ich da mitgehe, ist, um uns nämlich zu identifizieren als Mensch. Also alleine da kann ich mir vorstellen, könnte das interessant werden, weil du ja gerade gesagt hast, ne, die Maschinen geben sich nicht zu erkennen. Und wie heißt der Test, wie man künstliche Intelligenz Turing-Test. Ich glaube aber, alle künstlichen Intelligenzen sind da schon weit dran vorbei. Genau, dass wir dann irgendwann den KIs gegenüber, das wird dann keiner verraten dürfen, aber ein geheimes Handzeichen, das uns als menschlich outet. Wir kennen alle die ganz gefährlichen Stories von den Menschen, die da schon durchaus addicted zu ihren künstlichen Intelligenzfreunden sind. Ja, und dann halt in entsprechende Krankheitsmuster reingefallen sind. Und die Kompetenz, also dass dort die Angst oder die Unsicherheit eher dann noch weiter wächst, weil man halt nicht mehr die Gewissheit haben kann, mit was habe ich es zu tun. So wie in der Vergangenheit. Also andere Technologien, wo ich halt sehe, dass ein Roboter am Band steht. Oder eine menschliche Stimme mit mir redet und so weiter. Und alleine diese Gewissheit zu haben, und vielleicht wird alleine deshalb der soziale Aspekt stärker rauskommen, weil wir stärker darauf achten müssen, um diese kleinen Nuancen zu finden, so wie wir heute noch schon darauf achten, dass ein Video halt eine gewisse Länge haben muss, damit ich weiß, das kann die KI wahrscheinlich nicht. Oder wird das Adamsäpfel sich bewegen, weil am Hals noch nicht gut gerendert wird und solche Sachen. Dass jede Generation wieder weitere Tricks sich rumsprechen unter Leuten, die sich damit auseinandersetzen müssen, beruflich oder privat,
und wir dann halt uns auch weiterentwickeln. Und dadurch irgendwann diese soziale Komponente stärker wird. Und wir deshalb wieder, finde ich schön, auch als Mann, auch als Penisträger, mehr mit Gefühlen auseinanderzusetzen, weil ich das schon auch als blinden Fleck sehe in meiner Demografie. Fände ich tatsächlich ganz interessant, das stärker wieder herauszuarbeiten. Wäre ich offen für. Und das soll auch einmal kurz die Überleitung sein. Offenheit, auch die Frage an dich. Deine 7 Thesen haben wir jetzt besprochen. Bis 2030, wenn du mal ganz offen auf dein Profil guckst, wo möchtest du dich gemäß deiner 7 Thesen weiterentwickeln eigentlich? Siehst du bei dir einen blinden Fleck? Oder eine These, wo du bei dir selber noch das größte Potenzial siehst? Na, also einmal ist es ja wirklich schwierig, jemanden nach seinem eigenen blinden Fleck zu fragen, weil das ist völlig klar. Natur der Sache, ja, dass ich meinen eigenen damit kriegst du dich aber nicht rausgeredet. Aber ich kenne natürlich meine Defizite. Ja? Ich möchte ganz viel daran arbeiten, besser zuzuhören. Ich erleide selbst ganz häufig den Fehler, zu denken, Zuhören sei das Vergleichen der eigenen Antwort mit dem, was gerade vorgetragen wird und dem Abwarten dran zu sein. Das ist eben nicht Zuhören. Und das ist so eine absurd deutsche Antwort. Ich musste gerade dran denken, weil wir haben ja neben diesem Format... Interessant. Und hier kommt nämlich der Zeitpunkt für unsere kleine Werbeeinblendung. Also eine der unangenehmen Wahrheiten, die man sich mal stellen muss, ist ja, dass das Verhalten meiner Mitarbeitenden am Ende das Ergebnis meiner Führungsarbeit ist. Das heißt, wenn ich da immer das Gefühl habe, die kommen nicht zu Potte, die übernehmen keine Verantwortung, ist es halt dummerweise in der Leadership-Rolle so, dass ich mir die Frage stellen muss, was trage ich dazu bei, indem ich Dinge tue oder nicht tue. Willst du auch lernen, wie du dein Leadership effektiv verbessern kannst? Dann lass uns gerne darüber reden in einem unserer Certified Agile Leadership Kurse bei IT Agile. Und wenn ihr auch mal bei uns Werbung schalten möchtet oder uns Feedback geben wollt, wie doof sie sind oder wie toll wir sind oder Ideen habt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an info@agila-norden.de. Und denkt bitte an liken, subscriben, weiterempfehlen und sharen über soziale Netzwerken, per PowerPoint, E-Mail oder Schreibpapier. Das, was eurer Demografie am nächsten kommt. Was war daran deutsch? Genau, das ist die Überleitung nämlich. Neben diesem Format haben wir im Agilen Norden e.V., das ist der Dachverband, unter dem wir das hier organisieren, ehrenamtlich alles. Auch noch ein Buchclub, und in dem Buchclub haben wir letztes Jahr Culture Map gelesen. Und da ist das ein Beispiel für das Kapitel über Kommunikation international, dass dieses... Ich habe nur nach der Uhrzeit geguckt. Ja, genau, aber ich habe gemerkt, dass das mich abgelenkt hat und mit deinem Blick auch. Jetzt brauche ich die Thesennotizen nicht mehr, darum packe ich es einmal beiseite. Dass das halt vor allem für unseren Arbeitsraum, vor allem zentral, Deutschland wurde da auch genannt, dass das ein typisches Verhalten ist, das im Vergleich zum Beispiel zum asiatischen Raum, also da wird dann, ich glaube China war das Beispiel, wo tatsächlich auch anders, wo kulturell auch geprägt die Prägung ist, dass man abwartet, nachdem einer gesprochen hat, wirklich auf eine Lücke. Und es wird nämlich ein Beispiel genannt in der Arbeitsdiskussion, wo dann der chinesische Kollege oder Kollegin, weiß ich gar nicht mehr, das negativ ausgelegt wird, dass die Person nicht redet. Und dann muss erst diese kulturelle Diskrepanz aufgearbeitet werden in der Gruppe, weil das unhöflich ist, da wo die Person herkommt. Und dann wird das Beispiel genannt, in Deutschland unter anderem ist es halt dann eher, dass wir darauf warten, reinzuspringen in das Gespräch. Und deshalb da auch neigen zu, kulturell bekannt, weniger oder schlechter zuzuhören. Ja, es ist ja keine Bewertung im kulturellen Kontext, sondern ein ganz typisches Verhalten. Und eher interessant darüber zu reden, wo kommt das eigentlich her? Warum sind wir so ungeduldig? Oder das hat ja auch vielleicht auch was mit Recht haben zu tun. Wir sind ja Ingenieursland. Also du sollst mich ja auch darauf hinweisen, dass ich Quatsch erzähle, also gehst du bitte schnell rein, bevor wir Zeit verschwenden. Ja, und so weiter und so fort. Und ein schönes Sprichwort, was ich da auch gelernt habe, ist im Chinesischen, jetzt frei übersetzt, der Mensch hat, oder du hast 2 Ohren, 2 Augen, 1 Mund, benutze es bitte entsprechend. Das ist kein chinesisches Sprichwort, das ist das Sprichwort meiner Mutter. Wer weiß, wo sie das her hat.
Aus dem Urlaub. Nein. Aus der Studienreise. Nein. Dort wird es als chinesische Mundart, als Sprichwort verkauft. Aber Das kann natürlich sein, dass Ja. meine Mutter das mal liest. Genau, ich möchte aber nicht unterstellen, dass sie das irgendwie. Vielleicht hat sie es auch erfunden und in die Kultur reingetragen. Und das Das ist. ist nicht ganz unwahrscheinlich. Aber das, da musste ich dran denken, so, das ist Ja. so, wie du es beschrieben hast, ist halt sehr typisch, witzigerweise. Und ich würde gerne meine Papierzeit erhöhen und meine Screenzeit reduzieren. Drittes Thema. Ich würde gerne meine Inputzeit reduzieren und meine Flowzeit erhöhen. Also Flow, den arbeitskräftigen Modus. Ja, auch den Flow im Sinne von, es läuft einfach auch im Kopf. Ja. Weil ich an mir selber gemerkt habe, dass ich dachte, nur Inputzeit, in der ich aufnehme, ist Zeit von Wachstum, ist Zeit von Lernen, ist Zeit von Entwicklung. Aber die Conversion findet ja also wirklich die Conversion im Kopf, die Transformation, findet ja nicht in dem Moment statt, wo ein großer Trichter auf ist und alles in dich hineinkommt, sondern sie findet statt, indem sie mit wirklich Hirnforschung, wo neue Verknüpfungen entstehen. Und die entstehen nicht, wenn immer weiter Input kommt. Und deswegen App-Anzahl reduzieren, Bildschirmzeiten beachten, vielleicht sogar noch die ganzen Tools, die bei der Bildschirmreduzierung helfen, weg, sondern wirklich mehr auch mal Raus. eine Stunde lang auf den Wald gucken oder durch den Wald laufen. Joggen ist für mich super heilsam, nicht nur weil es eine sportliche Aktivität ist, sondern weil ich da null Screentime habe, weil ich keinen Input bekomme. Und ich habe mir jetzt angewöhnt, dabei keine Musik zu hören, sondern wirklich den Kopf dabei frei zu haben. Sich nicht noch durch andere Sinne dann weiterhin zu überlasten. Ja, ich saß heute in der S-Bahn hier in Hamburg Haben wir. Ja. und es ist wirklich krass. Wir alle sehen aus wie Zombies. Ich war der Einzige, der herumgeschaut hat, wer ist denn eigentlich in dieser S-Bahn unterwegs? Alle anderen Nacken nach unten, den Kopf und gucken auf ihr Handy. Es saß genau eine Person in der gleichen Haltung da, die ein Buch in der Hand hatte. Ja. Ich dachte schon, jemand, der gescannt hat, wieder ausrauben kann. Das gibt es ja auch leider. Echt? Ja, also, auf manchen Linien, zu manchen Tageszeiten muss man schon aufpassen. Also ich würde das gerne für mich tun. Ich glaube, dass es unserem Gehirn auch mal gut tut, wirklich abzuschalten, wirklich null Einfluss aufzunehmen, null Impulse aufzunehmen, so rum, sondern wirklich einfach mal dem Kopf Zeit dafür zu geben, neue Verknüpfungen zu machen. Sehr schön. Und damit sind wir am Ende angelangt der heutigen Folge. Daniel, es war mir eine Freude. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Und Hast du was gelernt? Das war ja dein Benchmark. definitiv. Sonst hätte ich jetzt auch hier noch nicht Schluss gemacht. Meine Frage ist ganz häufig bei Workshop und Formaten, was hast du denn gelernt? Und jetzt muss ich mir eine Sache aussuchen. Na, es können auch 3 sein. Ich habe noch mal ein paar interessante Gedanken mitgenommen aus den Diskussionen um deine Thesen. Vor allem die letzten 3, dieser Aspekt, dass die verknüpft sind, hatte ich in der Vorbereitung so nicht offensichtlich gehabt oder ist mir nicht so offensichtlich geworden. Da habe ich jetzt noch ein paar Gedanken drin, die ich nachher auch noch mal weiterführen werde. Und vieles davon haben wir auch schon in Diskussionen, also diese Mehrdeutigkeit, mir sind da andere Aspekte nochmal klar geworden bei Punkten, wo ich dachte, ja, da bin ich völlig auf deiner Seite. Muss ich ja gucken, wie ich das jetzt irgendwie ins Gespräch einbaue, sodass wir einen kleinen Konflikt haben, aus dem dann ein schönes Gespräch entwächst. Und dann ist es doch sehr einfach gewesen, dann noch was ranzupacken und haben wir das eigentlich bedeutet? Und ist das wirklich die Wette, die wir eingehen wollen, wenn wir auf den Aspekt gucken und so weiter? Da steckt ganz viel drin. Wir werden dich nicht mit leeren Händen entlassen, sondern, und das ist der Part, den Per macht, da muss ich jetzt mich gerade mal konzentrieren, wir werden, weil wir das ja hier auch, viel Licht, Strom und so weiter, haben wir immer schlechtes Pass auf, Gewissen. ich stelle dir die Frage mit dem, was hast du gelernt, nochmal. Ja. Es kann ein gutes Outro sein.
Möchtest du gar nicht wissen, was wir dir schenken? Doch, das kannst du mir dann auch erzählen. Willst du mir das in dem Podcast schenken? Nein, wir verraten es dir nur einfach. Ach so. Ja, also, Gut. weil du wirst es auch nicht Dann mitnehmen. brauchst du die Frage mit dem, was du gelernt hast, nicht nochmal beantworten. Wir werden einen Baum für dich pflanzen, als Ausgleich für den biologischen, den CO2-Fußabdruck, den wir hier jetzt hinterlassen haben. Sehr gut. Genau, in Mecklenburg-Vorpommern, du bekommst dann ein Zertifikat per PDF mit einem Foto und auch den Koordinaten, sodass du dort auch vielleicht mal dann hinwandern kannst in Ruhe, dir diesen Baum anzugucken dann in MacPom. Ist eine schöne Ecke, komme ich auch her. Sehr gut. Vielen Dank, Daniel. Vielen Dank, Tim. Schöne Grüße nochmal raus an Peer und vielen Dank an euch da draußen, die ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Liken, subscriben, sharen, damit der Algorithmus gefüttert wird und mehr Leute den Kram hier konsumieren können. Oder packt ihnen das direkt aufs Brot, indem ihr dann per E-Mail oder WhatsApp rüberschickt. Wir sehen uns beim nächsten Mal in der Arbeitswelt von morgen.